Herzlich willkommen zur neuen Huki-Ausgabe. Diesmal stelle ich euch unseren Wolf vor. Basierend auf einer Honda CB 750 K7, ganz besonderes Baujahr, nämlich 1978, gehört einer zu der letzten Baureihen, haben wir bei dem Modell sehr, sehr viel Zeit investiert und sehr viel Unikate auch produziert. Angefangen beim Tank. Basierend auf dem originalen Tank haben wir den angepasst mit ein paar Kniedellen links und rechts und der originale Tankdeckel wurde komplett entfernt und gegen einen kleinen Pop-in-Tankdeckel aus Aluminium ersetzt. Weiter geht's zum Heck. Das komplizierteste Projekt bei dem Motorrad gewesen, denn die CB-Motoren haben noch einen außenliegenden Öltank. Und wir wollten natürlich den Clean Look beibehalten und das freie Rahmendreieck. Deswegen haben wir einen komplett neuen Öltank unter den Sitz gebaut. Dieser wurde komplett aus Alu gefertigt, 2 mm. Es war ein bisschen kompliziert, weil insgesamt brauchen wir da ca. ein Volumen von 3,1, 3,2 Liter. Und das ist schon ganz schön viel. Aber wir haben es hinbekommen. Das Heck darüber ist auch eine Neuinterpretation unseres beliebten Hawk-Hecks. Ich habe da versucht, eine Art schwebendes Heck zu bauen. Ihr seht es vielleicht jetzt gerade eingeblendet im Prozess. Ich habe erst angefangen mit Lehm zu arbeiten, um eine Form zu definieren. Das ganze Heck wurde dann quasi auch aus 2 mm Alu gefertigt. Alle Teile sind handgeformt, geschweißt und es ist ein absolutes Unikat. Das gibt es nicht nochmal und fügt sich halt super in das Gesamtbild ein. Die Front wurde natürlich auch komplett überarbeitet, denn diesmal stand mehr die Performance im Vordergrund als nur das Design. Deswegen arbeitet jetzt als Gabel eine Upside-Down-Gabel der GSX-R 750. In Zusammenarbeit mit Cognito Moto, die uns da ein bisschen geholfen haben, haben wir den Steam komplett neu drehen lassen, in dem gleichen Alu, wie es auch in der GSX-R war. Und somit können wir natürlich auch die originalen Gabelbrücken weiter nutzen. War ein sehr, sehr großer Aufwand und all die, die das gerne machen möchten, seid euch bewusst, es ist viel Arbeit. Die Räder sind komplett neu eingespeist. Wir haben hinten 18 Zoll, vorne 19 Zoll. Es sind Alufelgen von Sanremo. Im Hinterrad arbeitet die originale Narbe mit Trommelbremse und vorne arbeitet eine Cognito-Narbe, die auch speziell für die GSX-R-Gabel angefertigt worden ist. Alles ist natürlich in einem super schönen Supermatt schwarz gepulvert und die Edelstahlspeichen runden natürlich das Gesamtkonzept ab. Das Radset wurde neu bezogen mit Shinko E720 Reifen, an der Front ein 19 Zoll x 4,0 und am Heck ein 18 Zoll x 4,5. Gehen wir über zur Elektronik, denn da arbeitet jetzt auch eine komplett neue MotoGadget M-Unit Blue, wieder mit Bluetooth. Wir haben eine elektronische Zündung verbaut, wir haben die M-Switch-Taster verbaut, wir haben einen kleinen Motoscope Tiny an der Front verarbeitet und ein kleines RFID-Zündschloss in die Gabelbrücke mit eingefügt. Insgesamt eine runde Sache. Beim Cockpit haben wir natürlich auch großen Wert gelegt, mehr in Performance zu gehen. Deswegen haben wir da eine Kupplungs- und Bremsarmatur von Accusato verbaut und in Zusammenarbeit mit der Nissin-Bremsanlage, die auch original an der GSX-R war, haben wir jetzt einen super knackigen Druckpunkt und überhaupt nicht vergleichbar mit der originalen Bremsanlage. Das Konzept bei unserem Wolf war natürlich das komplette Bike. Erstens mehr Performance, zweitens muss es komplett monochrom sein und drittens darf es aggressiv, böse und rough aussehen. Unser Lackierer Adrian, vielen Dank wieder für deine bezaubernde Arbeit beim Wolf. Hat uns da wirklich wieder unseren schönen Kontrast zwischen matten und Hochglanz schwarz gezaubert. Wie ihr jetzt auch selber seht, dieser monochrome Look gibt halt dem Bike das letzte Detail. Und ich bin super stolz auf den Wolf. Das ist einer meiner Favoriten, die ich je gebaut habe. Und deswegen viel Spaß bei den folgenden Fahraufnahmen.